Für unseren Makramee-Schlüsselanhänger benötigen wir eine Schere, einen Schlüsselring oder einen Karabinerhaken, 2 Perlen und Baumwollgarn. Ich habe in dem Fall so feines Häkelgarn benutzt. Und davon schneiden wir uns jetzt 8 Schnüre zurecht mit einer Länge von ca. 120 cm. Um das Garn jetzt an unseren Schlüsselring zu befestigen, greifen wir das Garn in der Mitte und führen diese Schlaufe dann von hinten nach vorne durch den Ring und greifen dann durch diese Schlaufe und nehmen die 2 Schnüre und ziehen das Ganze fest. Und so machen wir das mit den anderen Schnüren genauso. So, wenn dann alles befestigt ist, nehmen wir uns die äußere linke Schnur. Die wird unsere Leitschnur und die führt immer dahin oder zeigt immer in die Richtung, wo auch die Knotenreihe dann gebildet wird. Dann nehmen wir uns die zweite Schnur. Die führt erstmal über die Leitschnur und bildet dann hier so eine Schlaufe. Und dann gehen wir von hinten nach vorne durch diese Schlaufe, halten die Leitschnur immer relativ straff und ziehen den Knoten nach oben. Das gleiche machen wir nochmal. Also eine Schlaufe über die Leitschnur und von hinten nach vorne dann durch die Schlaufe und dann ziehen wir das Ganze wieder zu. So, das machen wir jetzt mit jeder Schnur 2-mal. So, das machen wir jetzt bis zur Hälfte. Das heißt, wir führen die Knoten hier so ein bisschen nach rechts unten. Und das gleiche machen wir jetzt spiegelverkehrt auf der anderen Seite, sodass sich dann so eine Art V bildet. Das heißt, auf der Seite wird die rechte Schnur unsere Leitschnur. Dann nehmen wir uns die zweite Schnur, legen sie über die Leitschnur und von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Halten die Leitschnur straff und ziehen den Knoten nach oben und machen das mit jeder Schnur 2-mal. Wenn wir das jetzt auf beiden Seiten gemacht haben, nehmen wir uns immer noch die rechte Leitschnur und verbinden jetzt diese beiden Knotenreihen miteinander, indem wir einfach nochmal 2 weitere Knoten machen. Das gleiche machen wir jetzt im Grunde nochmal. Das heißt, wir setzen eine weitere Knotenreihe direkt unter die obere Knotenreihe. Und auch hier werden wir die beiden Knotenreihen miteinander verbinden, indem wir nochmal hier mit den mittleren beiden Schnüren 2 dieser Knoten machen. So. Als nächstes nehmen wir uns die äußeren 4 Schnüre und machen dort immer die erste Hälfte des Kreuzknotens. Und zwar legen wir uns die linke Schnur über die 2 in der Mitte und unter die rechte Schnur. Und die rechte Schnur führen wir unter den 2 Schnüren durch und dann hier durch diese Schlaufe von hinten nach vorne ziehen wir dann den Faden nach oben und das wiederholen wir jetzt einige Male. So circa ab dem 4. Knoten wird man merken, dass sich das so ein bisschen dreht. Dann wenden wir das Ganze und machen genauso weiter
Und letztendlich wird sich diese Knotenreihe dann einfach spiralförmig drehen. So, ich habe das jetzt mit den anderen Schnüren auch gemacht. Das heißt, jeder Viererstrang hat 10 dieser Knoten. Und als nächstes nehmen wir wieder die linke Schnur als Leitfaden und werden jetzt eine relativ waagerechte Knotenlinie formen. Und zwar, wie wir das hier von oben auch kennen, indem wir einfach wieder diesen normalen Knoten machen, der jetzt aber ganz waagerecht verlaufen soll. Als nächstes machen wir wieder eine Knotenabfolge wie hier oben, nur dass diesmal das V etwas flacher wird. Und auch hier werden beide Knotenreihen miteinander verbunden, indem wir einfach nochmal 2 Knoten machen. Jetzt machen wir mit den mittleren 4 Schnüren einen Kreuzknoten. Das heißt also, die erste Hälfte kennen wir ja. So, und dann machen wir das gleiche nochmal spiegelverkehrt. Das heißt, der rechte Faden geht über die 2 mittleren und unter den linken Faden. Und der linke Faden unter die 2 mittleren und durch diese Schlaufe von hinten nach vorne durch. Dann ziehen wir das Ganze fest und erhalten einen ganz normalen Kreuzknoten. Dann fädeln wir auf diese mittleren 2 Schnüre eine Perle auf und machen direkt unter der Perle auch nochmal einen Kreuzknoten. Als nächstes machen wir jetzt wieder eine Knotenreihe, die erstmal nach links außen und dann nach rechts innen führt. Und die rechte Schnur hier, also der Faden neben der Perle, wird unser Leitfaden, um den dann immer die Knoten geknüpft werden. Achtet dabei darauf, dass hier die Fäden nicht zu straff gezogen werden, sodass sie noch so einen Bogen bilden können. Und auf der rechten Seite machen wir das gleiche genauso. Und wie gesagt, folgt jetzt diese weitere Knotenreihe nach rechts innen, die dann unter dem Kreuzknoten enden soll. So, wenn das gemacht ist, werden diese beiden Knotenreihen wieder miteinander verbunden, indem wir 2 weitere Knoten machen. Als nächstes geht es ganz ähnlich weiter wie hier oben. Das heißt, wir behalten diesen Leitfaden und machen eine Knotenreihe nach links außen. Genauso spiegelverkehrt hier auf der rechten Seite nach rechts außen. Machen dann wieder einen Kreuzknoten und fügen eine Perle auf die 2 mittleren Fäden. Unter die Perle dann wieder einen Kreuzknoten wie hier oben und dann wieder 2
Knotenreihen, die sich in der Mitte wieder treffen. Wenn das gemacht ist, nehmen wir uns die linken 4 Schnüre und machen genauso wie hier oben immer die erste Hälfte des Kreuzknotens, genauso wie mit den rechten 4 Schnüren. Ich habe jetzt auf beiden Seiten 14 dieser Knoten gemacht und als nächstes nehme ich mir hier die 4 Schnüre daneben und werde jetzt hier eine Knotenreihe machen. Das heißt, diese Schnur wird die Leitschnur und dann machen wir wie gehabt diese Knoten, also jeweils 2 Knoten mit einer Schnur. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So, das Ganze wird dann wie gehabt wieder mit 2 Knoten miteinander verbunden, sodass sich diese Art V schließt. So, und dann wiederholen wir das Ganze noch ein paar Mal, das heißt, dass wir genau darunter nochmal ein paar Knoten reinsetzen. Ich habe jetzt also jeweils auf beiden Seiten 4 dieser Knotenreihen gemacht und als nächstes werden wir wieder von ganz außen eine Knotenreihe machen, die so nach innen führt. Als nächstes folgt eine Knotenreihe, die hier nach links unten und auf der Seite hier nach rechts unten führt. Und dann folgt eine Knotenreihe, die wieder von außen nach innen führt. So, und direkt darunter setze ich auch noch mal eine Knotenreihe. So, wenn das gemacht ist, schneiden wir das Ganze noch ein bisschen kürzer und sind dann auch schon fertig.